Gut gemachte Interviewfilme wirken leicht und natürlich. Ein gutes Interview ist aber kein Zufall oder einfach nur Glück. In diesem Video erfährst du, worauf du achten musst, wenn du bessere Videointerviews führen willst. Heute geht es bei uns nicht um Technik oder um Bildkomposition, sondern um Inhalt und Interviewführung. Wenn du bald selber für ein Interview vor der Kamera stehst, guck doch mal in dieses Video rein. Auch wenn du noch unsicher bist, ob ein Interview der richtige Ansatz für deinen Imagefilm ist, haben wir das passende Video für dich auf unserem Kanal. Hier oben nämlich. In diesem Video zeige ich dir, was du bei der Planung beachten musst, wie du die richtigen Fragen beim Interview stellst und so am Ende die besten Antworten aus deinem Interviewpartner herauskitzelst. Die richtige Vorbereitung ist das A und O für ein gutes Videointerview. Am wichtigsten ist es dabei, dass du dich mit den Inhalten des Interviews auskennst, um das Gespräch lenken zu können und auf die Antworten deines Gegenübers zu reagieren. Setz dich außerdem mit den Zielen des Films auseinander. Welche Aussagen kannst du erwarten? Welche Themen sollten vermittelt werden? Welche Antworten brauchst du? Was ist das Ziel und was ist die Zielgruppe? Wie und wo soll das Video veröffentlicht werden? Und bereite dich auf deinen Interviewpartner vor. Wer ist die Person? Womit kennt sie sich aus? Wie viel Erfahrung mit Interviews hat sie und welche Schwierigkeiten könnten auftreten? Dazu ist es am besten, ein kurzes Vorgespräch zu führen. Das hilft nicht nur dir, sondern auch deinem Gesprächspartner. Inhalt dieses Vorgesprächs ist es, sich kennenzulernen und grobe Absprachen zum Inhalt zu treffen. Konkrete Interviewfragen solltest du noch nicht besprechen, denn das führt am Ende nur zu einer zu guten Vorbereitung des Interviewpartners und auswendig gelernten Antworten. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, Videointerviews zu inszenieren. Mit und ohne Interviewer im Bild. Solltest du als Interviewer im Bild und die Fragen zu hören sein, dann musst du dich extra gut vorbereiten, denn jede Frage muss sitzen. Es wäre schließlich ziemlich ärgerlich, wenn zwar die Antwort gut ist, aber die Frage schlecht formuliert oder undeutlich gesprochen wurde. Du kannst dich natürlich auch dafür entscheiden, weder den Interviewer noch seine Fragen im fertigen Interview zu zeigen oder zu hören. In diesem Fall sitzt der Interviewer neben der Kamera, oft nah an der Kamera, und stellt seine Fragen. Dabei solltest du darauf achten, keine großen Gesten oder Bewegungen zu machen, denn diese können im Video zu sehen sein und irritieren. Auch mit verbalen Äußerungen solltest du dich zurückhalten. In einem Gespräch wäre es ganz natürlich, auf die Antworten deines Gesprächspartners zu reagieren. Bist du selber im Video aber gar nicht zu sehen, lenken solche Äußerungen oder Geräusche aus dem Hintergrund den Zuschauer unnötig ab und stören. Ein stilles Nicken oder Lächeln ist in dieser Situation eine gute Art, auf Aussagen des Interviewpartners zu reagieren und ihn zum Weiterreden zu animieren. Kommen wir zum eigentlichen Interview. Viele Menschen fühlen sich unwohl vor der Kamera und haben wenig Erfahrung damit, Interviews zu geben. Deshalb ist es wichtig, eine entspannte Situation zu schaffen, in der sich alle und insbesondere der oder die Interviewte wohlfühlen. Dafür ist es zuallererst wichtig, das Interview gut vorzubereiten und das nicht nur inhaltlich, wie vorhin gesagt, sondern auch technisch. Wenn etwas nicht funktioniert oder es Unruhe im Team gibt, kann das den Protagonisten unnötig verunsichern. Der Aufbau kann zudem einige Zeit in Anspruch nehmen und durch unnötige Wartezeiten sinken Motivation und Aufmerksamkeit. Daher sollte dein Interviewpartner so wenig wie möglich vom Aufbau mitbekommen. Er könnte also zum Beispiel erst dann zum Set bestellt werden, wenn alles eingerichtet ist und sich zur Vorbereitung in einem anderen Raum aufhalten. Wenn alles bereit und der Protagonist auf Position ist, kann es losgehen. Zur Einleitung ist es gut, wenn du nochmal das Thema und Ziel nennst und ein bisschen Smalltalk betreibst. Dadurch beginnt das Interview fließend und der Interviewte kann sich leicht in die Situation gewöhnen. Um den Einstieg zu erleichtern, beginnen am besten mit leichten und unproblematischen Fragen. Wenn sich dein Gesprächspartner an das Interview gewöhnt hat, kannst du auch schwierigere Fragen stellen. Aber auch dann sollten sich leichte und kompliziertere Fragen abwechseln, um nicht zu schnell zu überfordern. Gerade wenn du es mit jemandem zu tun hast, der noch nicht so erfahren ist, damit Interviews zu geben, kann es helfen, wenn du nochmal auf das Setting hinweist und ein paar Dinge erklärst. Zum Beispiel, dass es nicht schlimm ist, dich zu verhaspeln, wenn man nachdenken muss oder Fragen wiederholen möchte, denn ein Videointerview wird geschnitten und nur die besten Antworten werden am Ende auch veröffentlicht. Auch wenn es vielleicht einfach scheint, das Schwierigste dabei, ein gutes Interview zu führen, ist, die Fragen richtig zu stellen. Bist du als Fragesteller später nicht im Video zu sehen oder zu hören, solltest du das deinem Gesprächspartner kurz erklären. Er oder sie sollte dann immer deine Fragen in der Antwort mit aufgreifen. Das heißt, angenommen du fragst, wie viele Mitarbeiter haben Sie und dein Gegenüber antwortet mit 3, versteht der Zuschauer am Ende die Antwort nicht, ohne deine Frage zu kennen. Wenn die Person jedoch sagt, unser Unternehmen hat 3 Mitarbeiter,
dann ist dieser Satz auch ohne deine Frage verständlich. Die besten Antworten erreicht man mit offenen Fragen. Offene Fragen sind solche, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Dazu eignen sich zum Beispiel Fragen wie: Wie haben Sie etwas erreicht? Warum haben Sie es so gemacht? Vermeide dabei sogenannte Frageketten. Das bedeutet, dass du immer nur eine Frage auf einmal stellst. So kann sich der Interviewte besser auf den jeweiligen Punkt konzentrieren und seine Antwort leichter formulieren. Außerdem hilft es, Fragen später im Interview erneut zu stellen oder umzuformulieren, wenn du vorher mit der Antwort nicht ganz zufrieden warst oder du nochmal die Person in einem etwas anderen Gefühl dazu bringen willst, auf das gleiche Thema zu antworten. Auch durch Nachhaken und konkrete Nachfragen erreichst du bessere und verständlichere Antworten. Je nach Verwendungszweck und Thema des Interviews richten sich die Antworten eher auf der Sach- oder Gefühlsebene. Du kannst die Tonalität der Antworten durch deine Fragen steuern. Sind sie zu sachlich? Frag, wie sich der Interviewte gefühlt hat und was er gedacht hat oder getan hat und versuch dein Gegenüber dazu zu bringen, frei zu erzählen. Ein Beispiel. Wenn du fragst, wie kam es dazu, dass Sie dieses Projekt entwickelt haben und wie haben Sie sich dabei gefühlt, wird das zu anderen Antworten führen, als wenn du fragst, was waren wichtige Schritte während der Entwicklung des Projektes und wie haben Sie es umgesetzt? Auch mit der besten Vorbereitung und den besten Fragen kann es zu Problemen beim Interview kommen. Dein Gegenüber antwortet zum Beispiel trotz offener Fragen zu kurz oder ist nervös, wippt hin und her oder stottert. Auch zu lange Antworten oder ein inflationärer Gebrauch von irrelevanten Fremdwörtern und Fachchinesisch sind oft problematisch. Deshalb solltest du nicht einfach nur deine Fragen abarbeiten, sondern immer den Schnitt im Hinterkopf behalten und aktiv zuhören. Frag dich immer, ob die Antworten für die Zuschauer verständlich sind. Sind die Antworten vernünftige, abgeschlossene Sätze oder redet der Protagonist ohne Punkt und Komma? In jedem Fall solltest du das zum Anlass nehmen und nachzufragen. Wenn dir etwas auffällt, was nicht so gut ist in den Antworten, zögere nicht nachzufragen, denn auch für dich gilt, das Videointerview wird ja hinterher geschnitten. Aber wie geht man mit solchen Situationen um? Versuch deinem Gegenüber kein schlechtes Gefühl zu geben. Sei verständnisvoll und weise einfach darauf hin, was nicht so gut funktioniert. Gib außerdem immer konkrete Verbesserungsvorschläge. Bitte ihn zum Beispiel, die Antworten umzuformulieren, kürzer zu antworten oder den Satz nochmal zusammenzufassen. So wird der Interviewte durch die Kritik nicht verunsichert, sondern kann sein Verhalten anpassen. Videointerviews sind wie Gespräche unter besonderen Voraussetzungen. Mit jedem Interview wirst du etwas dazulernen, das dir in Zukunft hilft, deinen Interviewstil zu verbessern. Mit den Tipps aus diesem Video solltest du einen guten Einstieg in das Thema haben. Bevor du dein erstes echtes Videointerview führst, übe die Situation in einem möglichst realistischen Setting, also mit Kamera und Mikrofon zum Beispiel, und nimm dazu einen Kollegen oder eine andere Person, der du vertraust, ohne dass dabei ein konkretes Ergebnis herauskommen muss. Welche Herausforderungen sind dir in Interviews bisher begegnet? Und wie bist du damit umgegangen? Schreib's in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen. Auf dem Mindmap-Kanal erhältst du regelmäßig neuen Input dazu, wie du dein Videomarketing erfolgreich betreibst. Getreu unserem Motto: mit Videos mehr erreichen.